Hallo Leute, Darts1005 hier mit Let's Play Amnesia, The Dark Descent. Ja, in der letzten Folge sind wir glücklicherweise aus diesen komischen Kellern rausgekommen und aus diesen Archivtunneln und sind jetzt hier in der hinteren Halle, wo wir irgendwas finden müssen, um den Aufzug zu reparieren. So sieht es jedenfalls aus. Wir haben in der letzten Folge schon einen Strömungskreislaufstab gefunden. Und ja, jetzt wollen wir einfach mal hier reingucken ins Gästezimmer. Vielleicht finden wir da ein weiteres Instrument. Er versucht die Teile zusammenzusetzen, doch genau wie die Sanddünen veränderten sie ihre Form, wenn man nicht hinsah. My journal is gone. What would they want with my journal? Okay, irgendwas ist weg, alles klar. Gut, und wir brauchen auch definitiv noch einen Schlüssel für den Maschinenraum. Ja, das war auch noch zu machen. Hallo? What? Are you kidding me? Okay. Alles erstmal rausgefetzt hier. Warum ist hier alles so verwüstet, Mensch? Gut. So, erstmal die Schubladen weg, dass wir aufmachen können. Vielleicht finden wir da ja was drin. Oh, Laudanum. 2nd of July, 1839. I received a letter today from the Algerian governor's office disclosing the fate of Herbert's expedition. About a week after my departure, Abdullah, one of the men traveling with us, returned from the desert. He was badly injured, as if maimed by a lion. The man rambled deliriously about the expedition being attacked by something horrible. The French quickly dispatched a search party to look for the expedition. After searching for days, they found the camp abandoned without any trace of Herbert or his men. Tomorrow, I'll retrieve the things they recovered from Herbert's tent at the customs house. I don't know what to make of it, but I'm worried for him. Gut. Von irgendwas angefallen worden. Sehr schön. Das klingt schon mal wieder sehr vertrauenserweckend. Nicht. Okay. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Kann man hier das Feuer anzünden? Jo. Ach komm, wir zünden den Kamin an. Dann ist das Ganze doch hier gleich viel wohliger. Und das ist es mir wert. Ich kann diese Schippe sogar aufmachen. Cool. Aber da ist doch bestimmt nichts drin, oder? Nee, die gehen eh gleich wieder zu. Na gut. Ups. Gut, dann schauen wir doch mal. Das Gästezimmer sieht ziemlich demoliert aus. Machen wir auch hier den Kamin mal an. Ich weiß nicht. So ein Kamin gibt mir immer wohlige Wärme. Den mache ich immer gern an. Auch wenn ich die Wärme in diesem Fall nicht spüren kann. Zunderbüchse. Okay, da liegt ein Brecheisen oder sowas. Was haben wir hier? 3rd of July, 1839. Today I picked up Herbert's things at the customs house. I dug through the trove of documents he had carried and found a log detailing the expedition. The nature of this text ranged from quick notes to colorful accounts of transpired events. I skimmed the pages, trying to figure out what might have happened. May 17th, the day I was trapped inside the orb chamber, Herbert dryly states, "Recovered Daniel after 1 hour of entrapment." This confused me greatly. I was suffocating within minutes. How could I have lasted an hour? I continued reading the peculiar text. Herbert states his facts without judgment or passion, but suddenly I could read frustration into his text. He pushed his men to investigate the underground tomb, an effort which seems to have strained the minds of his men. Madness spread through the ranks, and Herbert had to take some extreme measures to continue. He finally visits the chamber himself, where he retrieves the orb to the surface. His account confuses me greatly. If he has the orb, what are those pieces in my drawing room? Gibt es vielleicht 2 Kugeln? Wäre natürlich auch möglich, ja. Bloß was da das effektiv bringt. Oh, Flashback.
Daniel. What? Still having nightmares, I see. Yes. I can't shake them. They come every night. We'll put a stop to them. You'll see. Mhm. Gut. Okay. So, was haben wir hier drin? Und hier. Und hier? Nix. Oh. Haben wir hier was? In diesem ominösen Schrank. Nee. Gut, dann nehmen wir dieses Brecheisen. Brechstange. Okay. Tja, jetzt schauen wir mal, ob wir hier was machen können. Die Tür klemmt wegen eines defekten Schlosses. Aha. Das Schloss ist defekt, für eine andere Möglichkeit, die Schranktür im Gästezimmer zu öffnen. Ja, wahrscheinlich mit Hilfe der Brechstange, ne? Die Hohlnadel werde ich nicht schon wieder verwenden können. Ja, das hat mich echt... The key. Please, let it be here. Das war cool. Okay, die Brechstange hat anscheinend ihren Geist aufgegeben, so wie das aussieht. Die ist hinüber, die ist abgebrochen. Na gut, die hat ihren Zweck erfüllt, die Tür ist offen und sollen wir da drinnen einen Schlüssel suchen. Alles klar, das hat er sich notiert. Im Gästeraum ist ein wichtiger Schlüssel versteckt. Okay. What? Ach du Scheiße. Kommt da ein Monster? Ach du Kacke. Du hast nichts, um dich zu verteidigen. Ach du Kacke. Oh, holy Macaroni. Ach du Scheiße, mach die Tür zu. Ist er weg? Scheint fast so. Ach du Kacke! Was war denn das für ein Vieh? Hm? Was zum Teufel? Oh nein. Ich habe das Gefühl, es geht jetzt mit diesen Monstern los. Ach nö. Ist das ein Schalter? Ne, ist ein Kleiderhaken. Ach nö, da muss ich mich ja verstecken. Oh Mann. Das gefiel mir eigentlich in Penumbra immer ganz gut. Zumindest im ersten Teil. Dass man sich da mit dem Hammer oder dem Besen zum Beispiel verteidigen konnte. Und ja, aber es ist ja in Soma auch so, dass man nichts zum Verteidigen hat und genauso hier auch in Amnesia. Man hat nichts, um sich zu verteidigen, deswegen bleibt einem nur weglaufen. Na gut. 4th of July, 1839. It's done. The orb is assembled. I was awakened by an exhausting nightmare. Shaking and sweating, I retired to the drawing room with a cup of tea. The relic pieces lay spread across the table as I'd left them, but somehow I knew how it was supposed to be. I fetched the tar, which I had prepared to fix the pieces together, and without fault I joined them, producing the orb I remembered so clearly. The tar proved unnecessary. It was pushed out from the joining pieces as they merged on their own, with no adhesive. The ancient stone relic now rests on my table. Its immaculate surface and perfect shape could have been molded by a factory. This is all too strange. Verstehe ich. Dass das ein bisschen strange ist, aber gut. Monster. Ach so, jetzt soll hier irgendwo ein Schlüssel sein, ne? Gut. Hier haben wir alles durchsucht, hier auch. Hä? What? Hier vielleicht? Ah! Das Bild will es ja schon direkt so. Oh, thank God, there it is. I guess it is a good place to hide it then. Ja, das war echt ein gutes Versteck, muss man schon sagen, ja. Okay. Maschinenraumschlüssel. So, okay. Dann haben wir hier also keinen Stab gefunden, sondern den Maschinenraumschlüssel. Alles klar. Na gut, dann gehen wir. Hintere Halle.
Er atmete schwer und versuchte nicht zu schreien. Der Medizinschrank war umgeworfen worden und lag zerbrochen auf dem Boden. Er griff durch die zerbrochene Glastür und griff nach allen Beruhigungsmitteln, die er finden konnte. Okay. What? Das war vorher noch nicht da. Was ist hier nur los? Hier ist Blut. Ne, das war vorhin echt noch nicht da, glaube ich, oder? War das schon da? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Irgendwelche Torsos-Gedönsens-Dinger sind nie vertrauenserweckend. Gut. Okay, bevor wir jetzt da runtergehen, würde ich sagen, wir gucken vielleicht trotzdem nochmal in den Maschinenraum. Don't forget your bag, Daniel. I won't, Herbert. There is no shame in using a parasol in the desert. As it happens, it's imperative to your survival. But it looks ridiculous. The shade will hurt much less than dying, I assure you. Kann ich meine Hände drin waschen? Toll. Gut, bringt jetzt nicht viel. Wir gehen weiter. Also, jetzt schauen wir mal in den Maschinenraum. Mal gucken, ob wir da irgendwelche weiteren Infos kriegen. Wir wissen zwar, dass wir diese Stäbe brauchen, aber wenn wir schon einen Schlüssel haben, dann gehen wir auch da mal rein und gucken einfach mal, würde ich sagen. So, Maschinenraum. Er durchblätterte das Buch der Monarchen, suchte nach Radierungen und zählte. 9 verschiedene Könige aus ganz Europa wurden mit einer Kugel in ihrer Hand dargestellt. Okay. Das sieht hier sehr vertrauenserweckend aus, muss ich schon mal so sagen. Nicht. Oh boy. Hallo? Ist hier jemand? Bitte nicht. Nö, hier sind nur Rohre. Gut. Kann man hier runtergehen? Gottes Willen. Das ist ja übel. Mhm. Das mag mir hier nicht gefallen, ganz ehrlich. Aber hier sehe ich jetzt bisher nur Maschinen. Das ist wieder vertrauenserweckend. Mehr oder weniger. Zahnräder. Aha. Zunderbüchsen. Oh ja. Zettel. Memo-Maschinenausstattung. Es sind nur noch 2 Stäbe für die Aufzugsmaschinerie übrig. Entferne nur diejenigen, die stark beschädigt sind und lass die anderen in den inneren Studienzimmern für den Fall, dass wieder alle 3 brechen. Ach, hier müssen anscheinend die Stäbe rein, wa? Strömungskreislaufstab. Kann ich den auch woanders reinstecken? Könnte ich auch. Na, dann machen wir hier mal noch nichts. Das ist mir zu heiß, die Geschichte. Okay, wie sieht es mit der Laterne aus? Gut, wir haben noch etwas Öl. Schauen wir mal weiter runter. Also die Atmosphäre hier ist gut. Die ist echt gut. Muss ich schon mal so sagen. Vor allem der Maschinenraum ist ganz schön groß, meine Güte. 5th of July, 1839. Today I went to the university looking for answers. I was able to sneak into Herbert's office and pick up an address book along with some relevant textbooks. Professor Taylor at the Faculty of History was very helpful, and I managed to approach the subject of the orbs. The most interesting aspect was the prevalent trace they had left in our culture. The mythic orbs may, in fact, have inspired the globus cruciger, which so many royal regalia holds to this day. In ancient times, the orbs were held by priests as a symbol of the sun and its power. As I was leaving, I overheard a disturbing conversation. Sir William Smith, the geologist, was killed last night. Less than a fortnight had passed since I'd asked for his expertise. I know it's silly, but I can't help feeling responsible somehow. Gut. Okay. So, ach so, hier geht's auch nochmal weiter. Düsterig.
Es ist nichts im Brenner, das man anzünden kann. Aha. Da muss ich hier was reinfeuern. Aha. Gut. Es müssen noch fehlende Zahnräder eingesetzt werden. Aha, aha. Im Brenner. Ach so, dann brauchen wir irgendwie... Hier ist vielleicht ein Lager für Kohle oder so. Ja. Weniger als die Hälfte einer Laternenfüllung. Ja, nehmen wir mit. Dann ist er nämlich wieder fast voll. Das ist sehr schön. Okay. Sonderbüchse nehmen wir auch mit. So. Kann ich jetzt hier irgendwie... Ach ja. Dann schmeißen wir doch hier mal was rein. Mehr Kohle. Wie soll ich da reinhauen? So ein Riesenbrocken, ne? Kann man hier irgendwie... Aha. Vielleicht einfach so viel rein, bis das Ding voll ist vielleicht, oder? Hallo? Was ist hier los? Ich will hier wieder weg. Ja, ich fülle das Ding einfach mal auf. Ach ja, der Brenner ist jetzt voller Kohle. Gut. Ja. Gut. Okay. So, jetzt scheint das hier schon mal wieder zu laufen, hätte ich mal gesagt. Aha, hier haben wir ein Zahnrad. Ach, das kann ich sogar nehmen. Gut. Dann nehmen wir das gleich mal und setzen das hier mal ein. Passt nicht in die... Ach so, aber hier passt es rein. Gut. Ja, wir brauchen noch 2 Zahnräder. Gut, dann werden wir mal gucken, ob wir hier irgendwo was finden können. Wahrscheinlich vielleicht weiter oben. Ach ja, hier meins. Kann ich das nehmen? Ja. Die sehen irgendwie so blutbeschmiert aus. Oder ist das nur Rost? Ich habe keine Ahnung. Es ist hier ziemlich düster, meine Güte. Hier vielleicht? Ja. Brauchen wir noch eines. Das wird doch auch irgendwo noch zu finden sein, hoffe ich. Ach ja, hier haben wir eins. Gut. Wer hat die wohl nur wieder ausgebaut, diese Schlingel hier? Und das alles nur, diese ganze Aufwand nur für einen blöden Aufzug. Müsst ihr euch mal geben. Und außerdem brauchen wir die Stäbe ja auch noch. Noch 2 Stück. Oh Mann. Na gut. Was will man machen hier, ne? Sehr schön. So. Ach ja, an der Maschine muss noch mehr gearbeitet werden, bis sie funktioniert. Aha. Tja, das heißt, wir brauchen die 2 Stäbe, ne, die nicht fehlen, würde ich jetzt mal sagen, ne? Hätte ich jetzt mal gesagt. So sieht mir das jedenfalls aus. Naja, okay, dann können wir hier weiter noch nichts machen. Dann muss ich erst die Stäbe noch finden. Bevor wir dann hier weiterkommen. Okay. Aber hier war jetzt ja auch weiter nichts, ne? Oder? Ach Gott, was ist das? Hebel? Ach, das war das mit den 8 hoch, 8 runter, ne? Sollte man ja irgendwie noch einstellen. Da war doch irgendwas, glaube ich. Ich glaube schon. Denke ich. War ich jetzt hier schon drin? Nee, oder? Nee, hier war ich glaube ich noch nicht drin. Sieht mir jedenfalls nicht so aus. So, wie war das? Notizen? Nee, halt. Mementos. Das war das. Tagebücher. Das war das. Notizen. Aufzugsmaschinerie. Wird folgendes anzeigen. Hoch 8 und runter 8. Hoch 8 und runter 8. So, was haben wir hier? 2, 1, 5. Okay, machen wir mal... Moment. Wir haben hier 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, dann machen wir hier mal die 5. Nee, kann ja schon mal nie sein.
3 ist gut. Moment. Bin ich am Überlegen hier. So, Moment. Das ist jetzt hier... Okay, die 2. Das hätten wir 5. Sieht man hier so besser? Nee, aber ich kann das Rätsel auch im Dunkeln lösen. So, 2. Ach, das ist blöd. Bitte. Da haben wir 4. 4, 7, 8. Moment, dann machen wir das Ding mal runter. Machen das Ding mal hoch. Das ist ja die 4. Dann haben wir 3 ist 7. Dachte ich mir was. Und 1 sind 8. Und hier haben wir 2. Und 6 sind 8. Hä? Ach so, braucht man den einen gar nicht. Ach so? Okay. Das war vielleicht jetzt ein bisschen Glück. Ne, okay, 4, 5 und 3 sind 8. Und hier 6 und 2 sind auch 8. Alles klärchen. Na gut, wenn das soweit hinhaut, soll es mir recht sein, dann... ach so, hier haben wir noch einen Zettel. Ach komm, den lesen wir noch geschwind. July 1839. I've read every book I can find on the subject. While rich in legend and hearsay, my knowledge is lack for the insight I crave. I've sent letters to many in Herbert's address book and received answers of varying importance. Today, I got one which differed greatly from the others. From a baron in Prussia. He said nothing about the quaint stories of priests in underground temples. He didn't even mention them. He simply wrote, I know. I can protect you. Come to Brennenburg Castle. Signed, Alexander. What am I to make of this? Protect me from what? Is someone after me? I looked up Brennenburg and traced it to the Prussian woods near the Baltic Sea. While being the least informative letter I've received, it causes me greatest distress and interest. As I write, my thoughts are drawn to my nightmares in which a most disturbing sound calls to me. A sound defying description. A voice from the void. The last few weeks have been awful, with so many sleepless nights dreading a repeat of those horrid dreams. Tomorrow, I shall visit my physician, Dr. Tate, in hope that he can provide me with sedatives to help me sleep. Ich glaube, Daniel geht's irgendwie nicht so gut. Das ist jetzt aber nur so ein Gefühl von mir. Oder ihm ging's vielmehr nicht so gut. Okay, der Dampfdruck scheint hier überall gleichmäßig auf jeden Fall da zu sein. So sieht es zumindest aus. Ach so, hier geht's raus. Ja, seht ihr, da habe ich vorhin gar nicht drauf geschaut. Okay, dann gehen wir wieder in die hintere Halle. Der merkwürdige Brief erschrak ihn, aber es war auch der einzige, der ihn etwas entmutigte. Okay, und das heißt, wir müssen dann in der nächsten Folge die letzten Sterbiger finden. Das heißt, wir müssen da runter und müssen die Stäbe finden, dass wir dann irgendwie den Aufzug gar in Gang bringen können. Lagerraum. Alles klar. Dann würde ich trotz allem sagen, bin ich, ups, hier, der Arzt1005 und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Let's Play Amnesia, The Dark Descent. Bis dann und ciao, ciao.